Eine sengende Sonne versenkt Ngamo, ein kleines Dorf am Rande des Hwange-Nationalparks. Mitten auf dem roten Sandhof war ein magerer männlicher Löwe fest an einen Holzpfosten gekettet. Die verrostete Kette zog sich zusammen und hinterließ eine geschwollene Wunde um den einst stolzen Hals. Die bernsteinfarbenen Augen waren stumpf und spiegelten Verzweiflung wider, wie eine verlöschende Flamme im Wind. Kinder kicherten, bewarfen es mit Maisblättern und betrachteten die Szene als bizarren Zeitvertreib. Die Erwachsenen standen weit weg und zeigten den Gästen stolz, dass das wilde Tier nun ein Talisman war. Der erschöpfte Löwe konnte nur noch schwer atmen und den trockenen, schlammigen Wassertrog auslecken. An jedem sonnigen Mittag fällt sein Schatten lang auf den rissigen Boden und ruft das Bild eines entthronten Monarchen hervor. 3 Monate vergingen, kein Gebrüll mehr, nur das Bellen der Hunde und das Klirren der Ketten. In seiner Einsamkeit schloss es seine geschwollenen Augenlider und wartete darauf, dass der Tod so sanft kam wie die Brise des Sonnenuntergangs. Gerüchte über den gefangenen Löwen verbreiteten sich schnell bis zur Rangerstation Mein Camp des Hwange-Nationalparks. Die Leitung beauftragte sofort 2 erfahrene Ranger, Themba Ndlovu und Chris Bleek, mit der Untersuchung des Vorfalls. Der olivfarbene Landcruiser verließ das Tor und wirbelte dabei roten Staub auf, der die Steinstraße verschleierte. Die beiden Männer schwiegen und hörten nur die Funkübertragung und das Rasseln der Kompassnadel. Am Rande von Ngamo hielten sie an, um das Betäubungsgewehr, das Seil, die Antibiotika und die Werkzeuge zu überprüfen. Das erste Geräusch, das sie hörten, war das Klirren von Eisenketten auf Holz, so traurig wie eine Abendglocke. Themba trat vor, sein Blick traf den des Löwen, der Augenblick war wie ein Standbild eingefroren. Die Flanken des Löwen waren konkav und jeder flache Atemzug ließ feine Staubwolken aus seinem schmutzigen Fell aufsteigen. Chris filmte die Beweise schweigend mit seiner Nikon-Kamera, wobei die Linse vor Emotionen und Wut zitterte. Dorfvorsteher Moyo erschien mit vor der Brust verschränkten Armen und wachsamen Augen, als schütze er ein heiliges Geheimnis. Themba erläutert die Gesetze Simbabwes und hebt die rechtlichen Konsequenzen und Krankheitsrisiken der Wildtierhaltung hervor. Moyo schüttelte den Kopf und behauptete, der Löwe diene als Talisman gegen böse Geister und wilde Tiere im Wald. Die Verhandlungen dauerten 30 Minuten, die Atmosphäre war so angespannt wie eine Bogensehne in der sengenden Mittagssonne. Abschließend versprach Chris, elektrische Zäune um die Felder zu bauen und Saatgut zu spenden, um die nachhaltige Entwicklung des Dorfes zu unterstützen. Moyo entspannte seine Schultern und nickte zustimmend, sodass sie das erschöpfte Tier vom Holzpfosten retten konnten. Themba legte das Seil um den Knöchel des Löwen und Chris löste vorsichtig die rostige Kette, um weitere Schmerzen zu vermeiden. Das ganze Dorf verstummte, als der Löwe dahinhumpelte und seine mühsamen Schritte Staub aufwirbelten. Sie legten Heu auf die Ladefläche des Lastwagens und stellten ein kleines Becken mit Wasser darauf, um die Körpertemperatur des erschöpften Tieres zu senken. Der Landcruiser brauste über die Mopane-Felder, und der Sonnenuntergang färbte die Mähne des Löwen in ein unheimliches dunkles Bronze. Im Weltskip-Rettungszentrum wartete ein Veterinärteam mit Infusionen und der notwendigen Ausrüstung. Der kühle Untersuchungstisch aus Stahl ließ den Löwen erschauern, doch er war zu schwach, um sich gegen seine Fesseln zu wehren. Dr. Nyasha überprüfte seine Temperatur und seinen Blutdruck und verabreichte ihm dann ein Breitbandantibiotikum, um einer Sepsis vorzubeugen. Chris hielt den Kopf des Löwen, Themba streichelte seine Stirn und wiederholte Schonertöne, um ihn zu beruhigen. Sie gaben ihm den vorläufigen Namen Tau, was auf Tswana Löwe bedeutet, was einfach war. Röntgenaufnahmen zeigten, dass die Rippen gesund waren, die Muskeln jedoch aufgrund von Mangelernährung und Bewegung verkümmert waren. Das Erholungsprogramm umfasst eine erhöhte Proteinzufuhr, Vitaminpräparate und leichte Physiotherapie am Nachmittag. Am ersten Tag leckte Tau nur das Elektro-LYT-Wasser, vergrub dann seinen Kopf im Stroh und schlief wie ein goldener Stein. Am 3. Tag hatte es Mühe, seinen Körper aufzurichten, taumelte, setzte sich dann hin und atmete schwer, aber seine Augen leuchteten. In der nächsten Woche bürstete Chris Taus Mähne und entfernte Mopane-Stacheln und Zecken unter der trockenen Haut. Themba stellte Lautsprecher auf, die Graslandgeräusche abspielten und so den schlummernden Jagdinstinkt langsam zum Erwachen brachten. Eines Nachmittags ließen sie ein mit einem Seil zusammengebundenes Stück Fleisch fallen.
Tau sprang hoch und bis hinein, sog und riss, als wäre es eine natürliche Bewegung. Taus erstes Brüllen war so laut, dass das Perlhuhn vom Metalldach des Käfigs flog. Das Veterinärteam jubelte und stellte fest, dass Taus Gewicht um 10 Kilogramm zugenommen hatte und die Muskelschicht begonnen hatte, die Knochenfurche zu füllen. Am 30. verkündete Sergeant Nyasha, dass es Tau gut genug gehe, um in ein halbwildes Gebiet von einem Hektar Größe umzuziehen. Die neue Scheune hat frisches Gras, uralte Mahula-Bäume und einen künstlichen See, in dem sich die weißen Wolken der Trockenzeit spiegeln. In der ersten Nacht blickte Tau zum Kreuz des Südens auf, holte tief Luft und stieß ein langes Brüllen aus, das über die Steppe hallte. Das tiefe Geräusch ließ Chris erschaudern, da er wusste, dass das Tier seine königliche Identität wiedererlangt hatte. Temba legte seine Hand auf die Schulter seines Freundes und flüsterte, dass es Zeit sei, sein Versprechen einzulösen und Tau in die Wildnis zurückzubringen. Sie beantragten bei der Parkbehörde von Simbabwe die Erlaubnis, das Tier im riesigen Engweshla-Reservat freizulassen. Schnelle Genehmigung der Lizenz mit Gesundheitsbericht und 6-monatiger GPS-Überwachungsverpflichtung. Im Morgengrauen färbte sich der Himmel blassviolett, der Schrei des Perlhuhns hallte in dem frischen Bild wider. Der Speziallaster mit dem Stahlkäfig rollte davon und hinterließ neblige Reifenspuren auf dem Rasen. Ich stand still im Käfig, meine Mähne zitterte leicht, und ich roch den seltsamen, aber verlockenden Geruch feuchter Erde. Als sie die Engweshla-Weide erreichten, zog Temba den Riegel und trat zurück, während Chris seine Kamera hob, um den Moment festzuhalten. Ich trat hinaus, das Sonnenlicht schien durch meine Mähne und ließ sie wie eine sich bewegende goldene Flamme auf dem Gras aussehen. Es atmete scharf ein, brüllte und die Impalas in der Ferne schreckten auf und stürmten durch die trockenen Akazienbüsche. Tau war noch nicht weg, er ging langsam um das Auto herum und beobachtete aufmerksam seine beiden alten Freunde. Chris hob seine leeren Hände hoch und gab Tau damit das Friedenszeichen, sich umzudrehen. Ich drehte den Kopf, stieß zur Begrüßung ein kurzes Zischen aus und rannte dann auf die grünen Büsche zu. Das Auto fuhr wieder an, rollte langsam, doch im Rückspiegel sahen sie Tau dicht hinter sich. Es hielt einen Abstand von 10 Metern, nicht aggressiv, sondern einfach ruhig wie ein Leibwächter, der einen Konvoi eskortiert. Temba versuchte zu beschleunigen, der Staub wirbelte hoch auf, aber Tau hielt sich noch immer fest und glitt mit großen Schritten leichtfüßig über das Feld. Nach 3 Kilometern hielten sie im Schatten eines Affenbrotbaums an und hofften, dass Tau müde in sein neues Gebiet zurückkehren würde. Temba stieg aus dem Auto, legte die Hand auf die Brust, neigte den Kopf und führte die traditionelle Abschiedszeremonie der Endele durch. Ich blieb stehen, antwortete mit einem leisen Knurren, drehte mich um und verschwand im hohen, im Abendlicht schwankenden Gras. Chris atmete erleichtert auf, fühlte sich aber gleichzeitig verloren, als hätte er gerade einen geliebten Menschen auf eine lange Zugfahrt geschickt. Sie befestigten ein GPS-Ortungsgerät am Fahrzeug und richteten dann einen privaten Funkkanal ein, um Tau zu überwachen. Satellitenfreilassungsbericht bestätigt ersten Erfolg des Löwenrettungsprogramms. In dieser Nacht stand die Mondsichel hoch am Himmel, doch Taus Schatten blieb in den Gedanken der beiden Ranger präsent. Sie kehrten zur Station zurück, legten ihre Waffen weg und wuschen den Staub ab, aber die Geschichte war nicht zu Ende, nur ein neues Kapitel hatte begonnen. 2 Monate später kam die Regenzeit spät, das Grasland der Wange begann sich zu grün zu färben und wilde Tiere versammelten sich früh zum Trinken. Temba und Chris patrouillierten am Rand von Namakondo und filmten Elefanten, als aus dem Radio ein vertrautes Knistern erklang. Sie stellten den Motor ab, stiegen aus und sahen Tau mit etwas im Mund außerhalb des östlichen Zauns erscheinen. Das Nachmittagslicht fiel schräg durch die Büsche und beleuchtete das frische Stück Impala-Fleisch, während Blut an Taus Kiefer heruntertropfte. Es legte seine Beute an den Zaun, knurrte leise, trat dann ein paar Schritte zurück und wartete auf eine Reaktion von Temba. Temba bemerkte, dass die Kettennarbe verblasst war, aber sie reichte immer noch aus, um den Löwen zu identifizieren, den er gerettet hatte. Er ging langsam zum Zaun, unbewaffnet und nur mit den Lederhandschuhen bekleidet, die er bei seiner täglichen Arbeit trug. Ich schob das Stück Fleisch nach vorne, meine bernsteinfarbenen Augen leuchteten vor Stolz und aufrichtiger Dankbarkeit.
Chris filmte, aber seine Hände zitterten, als er das magische Ritual der Geschenkübergabe zwischen zwei Arten zum ersten Mal miterlebte. Temba öffnete das Seitentor, nahm das Stück Fleisch, verbeugte sich leicht zum Dank und legte den gesäuberten Knochen zurück. Ich stieß ein leises Knurren aus, das wie ein tiefes Lachen klang, drehte mich dann um und rannte in Richtung der im Zwielicht liegenden Savanne. Das nahe Rudel Impalas zerstreute sich, doch Tau griff nicht an, denn seine Jagd schien vorbei zu sein. Chris hob die GPS-Hülle auf, die an Taus Hals befestigt war, und war überrascht, als das Gerät ein paar Meter vom Zaun entfernt herunterfiel. Dies beweist, dass Tau den Ring aktiv abgenommen und damit seinen Freihetsinstinkt bekräftigt hat, ohne Menschen überwachen zu müssen. Die beiden Ranger sahen einander an und verstanden, dass das Fleischgeschenk ein Beweis für das Vertrauen war, das sie aufgebaut hatten. Seitdem ist Taus Geschichte zu einem bewegenden Beispiel für ein Naturschutzprogramm geworden, in dessen Mittelpunkt Mitgefühl steht. In einer Aufklärungsveranstaltung der Ngamo-Gemeinde wurde betont, das einst angekettete Tier schützt heute den Wald und schadet den Menschen nicht. Temba erzählt Besuchern, dass Dankbarkeit manchmal in Form von Krallen und alten Narben kommt. Chris spendete das Video der Universität von Simbabwe und unterstützte damit die Forschung zur Interaktion zwischen wilden Löwen und Menschen. Auf den Hwange-Graslandschaften brüllt der Tau in der Abenddämmerung und erinnert die Menschen daran, das Versprechen der Natur zu halten. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das ganze Video anzuschauen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen. Auf Wiedersehen und bis zu den nächsten Folgen.